promised we will look into it. Yes, I'm aware that it's an election year. Keep a hold of your hat, Counselor. Now is not the time to lose your nerve. It would appear that someone has hocked a rose gold wedding ring, a matching engagement ring. Sound familiar? Deirdre Muller. Press the pawnbroker and see what you can find out. The address is 348 South Main Street. The Muller case goes before the grand jury next week, and the DA does not want any egg on his face. Then get out to the railroad depot on Santa Fe Avenue. We have another poor unfortunate found this morning beside a railroad line. 40-year-old white woman. Right, Skipper. I need a drink. Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu L.A. Noire mit einer brandneuen Neuerung. Exklusiv, gab es bestimmt noch nie. Ich werde jetzt einen kompletten Fall immer am Stück spielen. Und das dann später quasi cutten. Weil ich glaube, das ist besser. Ja, das ist durchaus besser. Deswegen gehen wir jetzt los. Die Sekretärin wurde ermordet. Ich sitze hier ein bisschen kacke auf meinem Stuhl, weil hinter mir gerade meine Katze liegt. Das ist ein bisschen nervig, aber gut. Machst du nichts. Deirdre Muller's ring. The Emperor may soon have to come to terms with the fact that he's wearing no clothes. When exactly did you get that book of riddles shoved up your ass, Phelps? Is that what your old man paid college tuition for? Ach, das war schon. Ich dachte, da kommt jetzt noch mehr, aber gut, dann halt nicht, ne? Dann halt eben nicht. Machst du nix. Ich glaube, ich habe meine Mikrofoneinstellung irgendwie ein bisschen verkackt hier. I don't know, man. I don't know. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Ganz kurz raus aus dem ganzen Menü hier. Ist ja kein Problem. Und dann werde ich schon mal ganz kurz bei meinem Mikrofon was gucken. Hätte man natürlich vormachen können, aber ich denke mir so, nö. Ich mach das jetzt. So, machen wir das mal so. Ein bisschen verstärken den ganzen Schmarrn. Keine Ahnung, ob das jetzt besser ist oder nicht. Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. So, ja, ich weiß. Ja. So, jetzt gehen wir hier raus. Da ist ein Polizeiauto, das brauchen wir natürlich nicht. Immer noch in unserem Fashion-Anzug natürlich. Halt die Schnauze. Da wird nicht gehoppt. Zum Pfandleiher sollten wir, genau. Hat er ja gesagt. Erst zum Pfandleiher und dann geht's weiter. Wir sind auch mittlerweile bei Mission Nummer 11. Es kommen noch 2 DLC-Sachen. Ja, und halt Hauptspiel. Bisschen Hammer. Anyone could pawn a ring. But if you take it along with all of the other indicators. Cole, Hugo Muller was identified by the school's groundkeeper. He's our guy. Witnesses have fingered the wrong guy before. He ran, for God's sakes. And he always maintained he was set up. Ah, kaputt, scheiße. Schon wieder kaputt, ey. Ich glaube, wir sollten das mal reparieren lassen. Irgendwann, später. Aber ich weiß auch nicht. Ist halt kaputt. Dann gehen wir mal rein, ne? How can I help you boys? Ja, schauen wir mal. Detectives Phelps and Galloway, LAPD. You have a rose gold wedding and engagement ring? David Bremner. Am I gonna get something for this pledge? Gave that bum money, now you guys are gonna leave me short. How much did you give him? $50? Try another number. 20? Try 10. You feel lucky you're getting it. I have the rings right here. Ist klar, wo sind die Ringe? Geh mal her hier. Ah, guck mal, hier ein Ring. Fantastisch. What's this mark here? Maker's mark. Usually traceable. That one came from Hartfield's Jewelry down on Broadway. Thanks for the tip. Sehr gut. Und guck mal hier haben wir noch einen Ring. Oh mein Gott. 2 Ringe also. Does this mark mean anything? Hallmark. Gives you an idea of the quality. 22 Karat. Ist bestimmt gut. Ich habe keine Ahnung von Gold. Ja, das war's. What have you got on the guy who brought these in? Goes by the name of Percy B. Shelley. Gave an address. 15 Poland Street, London, Tulare County. Can you give us a description of the man who pawned these rings? Not sure. Medium height, medium build. Dark hair, I think.
Sorry. He just had one of those forgettable faces. We'll be in touch, Mr. Bremner. Ja, Sie hören noch von uns. Pff, Frechheit, kann er nicht beschreiben, ey, flippsch aus, ne? Mann, 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 Mann. Also wirklich, ne, so geht das nicht, so geht das nicht. So, na gut, dann wollen wir wieder in unsere Karre steigen. Was zur Hölle war das für ein Geräusch? So, dann geht's mal ab zum Rangierbahnhof. Warum haben wir eigentlich das Ding nicht da drin? Müsste das nicht auch wichtig sein, vielleicht? Naja. Anscheinend nicht. Naja, wir fahren jetzt erstmal zum Tatort. Schauen uns da mal um, wo die Dame getötet wurde. We could have the local troopers check out the Tulare County address. The address is bogus. Herb is having fun with us. The guy who's been sending the Dahlia letters is also the guy who pawned these rings. How do you figure that? Percy Bysshe Shelley wrote the poem that came with the Dahlia letter. If the Dahlia letters are genuine, then the man who killed Elizabeth Short may have also killed Deirdre Mullen. And how do we prove that, Phelps? Skipper ain't gonna like this one bit. We're gonna have to rely on this guy tripping up on his own vanity. Tja. Könnte man ja vielleicht ein Licht darauf werfen, dass bisher alle unsere Fälle nicht richtig gelöst wurden. Weil vielleicht war das immer ein anderer. Ich weiß es selbst gerade nicht. Bin hier aber falsch, das weiß ich. Deswegen fahren wir mal eben zurück, weil wir müssen dann nach unten. Ach, immer dieses Hin- und Hergefahre, du. Kriegst schon eine Macke. Die Benzinpreise, die explodieren, die kosten bestimmt schon 3 Cent. Boah, ey. Kann sich doch kein normaler Mensch leisten. Tja, ja. Der Dahlia-Mörder. Mit dem werden wir es natürlich noch öfter konfrontiert zu tun haben. Genau. Konfrontiert zu tun haben. So genau nutzt man dieses Wort. Ist halt so. Bin ich hier auch falsch? Ne. Okay. Dann ist ja alles supidupi. Mal hier, so, zack. Schnauzer. Cola King. Da sind wir auch schon. Irgendwo hier muss ich hin. Yo, Bro, was geht? You boys ready? Follow me. Alles klar. Ich streif We den should keep hinterher. this development with the rings under our hat until we speak again. Ja, ist aber schnell unterwegs. We're all on the same team, Rusty. Chain of command, Phelps. Skipper will decide who needs to know. Got it? Rangierbahnhof, 11:15 Uhr. Hard, isn't it? Yeah. I look after all the rail depots. What have you got? The Negro, Nelson Gaines, called it in. I came down here to make sure him and the other guy, Jameson, stuck around. Jameson found the body? Something like that. Guy makes me sick. We'll talk to the coroner. Keep an eye on both of them. Gut. Er ist auf jeden Fall ein Mensch, der sehr offen ist für auch andere Hautfarben und so. Ich merke das schon. Gut, was soll ich hier tun? Wahrscheinlich erstmal alles untersuchen, ne? Ja. Würde ich sagen. Machen wir das. Wollen wir hier Sachen liegen? Eigentlich momentan nirgendwo. Wir haben hier die Handtasche, da gehen wir erstmal hin. So, schauen wir erstmal hier. Was haben wir denn hier? Einen wichtigen Zettel. Levine's Liquor Store für Evelyn Summers. 2 große Koffer, kleiner Koffer, Schlafsack, Kissen, einfaches Bettzeug oder so, 3 Fotorahmen, Haarbürste, Kegel, Statuette, Make-up, Kleidung. Das war's. This is a chit for personal items, not booze. It's an angle worth investigating. Ja, in einem Liquor Store. Kein Likör. Verdächtig. Sehr verdächtig. Jetzt geh mal. Achso. Hä? Nee. Oh Mann, jetzt muss ich mir das nochmal durchlesen. Ich will das nicht durchlesen. Geh weg. Weil ich das doch nicht überspringen kann. Ich kann Pause machen, ja, aber das will ich gar nicht. Warum kann ich das nicht schneller wegdrücken? Bin ich ein bisschen blöd. Das finde ich ein bisschen blöd. Oh, mach weg den Kack hier. So. Sollen wir hier mal gucken. Oh.
Mensch's Bar. Maybe someone at Mensch's will remember her. Corner 9th and Main. Okay, eine Menschenbar also nicht für Tiere geeignet, das ist klar. Wissen wir das auch schon. Jetzt gucken wir mal hier noch in den Ausweis. In die Handtasche natürlich. Oh, ein kleiner Brief. 21 St. David Street, Elf Bridgeton, Connecticut. Liebe Evelyn, ich hoffe, wenn du diesen Brief erhältst, bist du in einem besseren Zustand als damals, als wir uns das letzte Mal sahen. Schlimme Worte sind gefallen, du hattest zu viel getrunken und wir wissen beide, was das aus dir macht. Aber ich schreibe nicht, um dich zu ärgern oder zu belehren, ich schreibe, um mich zu entschuldigen. Mein Herz ist gebrochen, als ich sah, was aus meinem kleinen Mädchen geworden war und was sie sich selbst antut. Du machst mit dem Alkohol deinen Körper und deine Seele kaputt, Evelyn. Und das mit anzusehen, fällt mir viel schwerer, als du dir vorstellen kannst. Aber nur der Allmächtige über uns hat das Recht, uns zu beurteilen und darum irgendwas Vergebung und so. Ich bin deinen Namen im Sanatorium in Connecticut in Verbindung getreten. Sie sagen, dass dein Zustand eine Krankheit ist, Evelyn, und dass man sie behandeln kann. Du musst dich nur einweisen. Es wird nicht... Was ist da los? Wer war das? Der Vater? Die Mutter? Das Kind? Ein Pinguin? Man weiß es nicht. Name Evelyn Summers, irgendwas gültig bis 31. Oktober 41. abgelaufen schon. That's gonna be difficult, Cole. The Keystone Studio lot closed back in 41. Das ist blöd. Das ist jetzt doof. Dass die schon zu sind, das ist nicht sehr gut. So. Hi. What have we got here? White female, approximately 40 years of age. Lipstick smudges on the face, but no writing, at least nothing legible. A blunt force trauma to the temple, nose, and eye regions. Ligature marks point to the probable cause of death being strangulation. Any idea of the time of death? From her temperature, after midnight would be my guess. Okay. Dann schauen wir uns doch mal die Leiche an, würde ich sagen. Haben wir hier irgendwas Interessantes? Nope. Hier schon mal nicht. Wie sieht es hier aus? Ah, wieder ein fehlender Ring. Missing ring. Certainly seems I've been swabbing a lot of bare fingers recently. Ja, viele Ringfinger. Das ist korrekt. Nee, Gesicht. Smell? Very good. There is the usual evacuation smell, but it appears she's been living rough for quite some time. Very strong smell of alcohol. Well, the autopsy will tell, but I would assume that she was inebriated. Can you be more exact about the time of death? No later than 2 a.m. The state the body was in, a 1 or 2 hour window is the best I can do. Ich glaube, ich habe alles gefunden, ne? Jetzt sollte ich mit ihm wohl reden. Detective Phelps and Galloway, homicide. Can you tell me exactly what happened? We were shutting cars over to the main line when I saw this man here lying on top of this woman. The woman wasn't moving and seemed to be in a bad way. What time was this? About 7:30 this morning, sir. Thanks for your help. Have you given Patrolman Hart your details? I have, sir. Thank you. You can go now. Oh, das passt schon. Ach so, ja gut. Keine dieser klugen Befragungen. Alles klar. Gut, dann müssen wir mal kurz zu einem Telefon brausen. Wo ist das Telefon? Da. Da. Keine Ahnung, was wir jetzt machen. Phelps, 1247. How can I help, Detective? I need an address on Levine's Liquor. Closest store to the Santa Fe Avenue rail yard, if possible. Just a moment, Detective. Closest store would be the one at 939 South Hope Street. Thanks. Okay. Ist natürlich jetzt die Frage, ob wir da auch direkt hin sollen am besten. Oh. Haben wir eigentlich jetzt schon die... Warte mal, Orte? Tatort, Mensch, Spa. Ich glaube, ich fahre erst dahin. Oh.
Ich steige auch einfach auf der falschen Seite ein, weil ich es kann. Kein Problem. Ich fahre jetzt erstmal hier hin. So. Ein bisschen rasant. Man muss ja schnell sein. Those goddamn Chinese want to sell the relief food that we're sending them? Yeah. Yeah, I read about that. These people are starving. They can't do that. Der hat was verbrochen. Want to sell the food to fund the civil war against the communists. Really? Guess that's okay then. Ach so, Armies ja. can't fight without food. Spend all your money on weapons, but you still have to have the will to fight. Fortunately, the Reds will win in China. Watch your mouth. You know what you're saying? The people of this country overthrew a king. You think the Chinese will balk at an emperor if they are starving? Ah, ich wurde angerempelt. Von der Polizei. Ich muss die verhaften und einsperren und alles. Weil so geht's ja nicht. Boah, ich hoffe, das ist nicht so weit weg, ne? Ich hoffe, das ist nicht so weit weg. Das wäre ein bisschen blöd. Wobei mir das ja jetzt auch egal sein kann. Ich cutte das ja dann im Nachhinein. Und von daher ist es Wurst. Ist eigentlich schon ganz gut. Weil da muss man nicht mal gucken, wann beendet man denn jetzt eine Folge und da gab es einen Unfall, ich habe damit nichts zu tun, ich fahre einfach weiter. Das ist schon ganz gut, wenn man es im Nachhinein cuttet. Kann man mal besser gucken, wann eine Folge beendet ist. Oder auch nicht. Ist viel weniger Stress, ne? Viel weniger Stress. Jetzt müsste auch irgendwann demnächst... Ah! Oh, hoppala. Alter, was ist los mit denen? Warum laufen die von meinem Auto? Nee, ich kann nicht. Ich habe hier Stress. Guck mal, ich habe Sirene an. Ich bin gerade wichtig. Ich kann nicht. Jetzt müsste irgendwann... Ne, es läuft glaube ich noch nicht. Kommt vielleicht demnächst Quantum Break. Wenn es denn funktioniert alles. Müsste Quantum Break kommen. Ich glaube, laufen tut's noch nicht. Nee. Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Kommt bald. Bin ich auch schon gespannt drauf. Auf. Phelps, Galloway, homicide. We need to ask you some questions concerning Evelyn Summers. I'm Walter Mensch. Evelyn Summers? What is it now? You knew Evelyn? As well as I wanted to know Evelyn. She's a pain in the ass, always coming in here, cadging drinks, never had any money. She was in just a couple of nights ago. Did she ever tell you where she was staying? I don't know. I think she was living rough. She had that kind of stunk about her. Who did she drink with? A bunch of these guys. Ask around. Okay, Mann, okay. Ja, ist ja auch recht voll hier, ne? Würde ich sagen. What's your name? Grosvenor McCaffrey. Mind if I ask you some questions, Mr. McCaffrey? I'm just a starving writer, detective. So siehst What du do you aus. want to ask about? Evelyn Summers, and why she was found beaten and strangled in the rail depot on Santa Fe. Okay. I see your point. How well did you know her? I can't say that I knew her. It was more like I was aware of her. Ah, na dann. Did you see Evelyn last night? No, I was at home. Writing. Yeah. Nein. Do you want to get dragged into this, McCaffrey? Do you want us to get interested in you? She hung out with this powder puff, James Tiernan. They haunted the public library together. How well do you know James Tiernan? I know he works some kind of plebeian job at Rawlings Bowling Alley. Rawlings. I know that place. Corner of 9th and Grand. A lot of cops bowl there on Tuesday nights. Also mit dieser Puderquaste, das ist nicht gut, du, das sag ich dir. Do you have a criminal record, Mr. McCaffrey? Nothing serious. I've had a few skirmishes. Ja, gelogen. You want to save me some time, or do you want me to look up your file? Industrial disputes, strikes,
workers' rights. Terrorist, ey. That kind of thing. A regular fifth columnist. Nice to meet you, comrade. Thank you for the information, Mr. McCaffrey. Okay, bin ich hier fertig, ne? Glaube ich. Mehr gibt's, glaube ich, nicht.